Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ehrlich Handmade. Vor kurzem habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich so ein Teil häkeln kann, wo von einer Seite rund ist und von der anderen Seite gerade ist. So sieht der Teil aus. Ich hoffe, ich kann in diesem Video genau erklären, wie es gemacht ist, und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir beginnen mit der Luftmaschenkette und ich mache 16 Luftmaschen. Luftmaschen sind jetzt fertig. Wir beginnen jetzt diese Reihe zu häkeln und häkeln 14 feste Maschen. Ich wende die Arbeit und unter jede dieser Schlinge häkle ich eine feste Masche. Diese erste Schlinge auslassen, fangt bei der zweiten an und häkle dann 14 feste Maschen. Die 14 Maschen sind jetzt fertig. Wir häkeln jetzt die Rundung und dafür nehmen wir auch unsere Maschenmarkierer. Wir machen 3 feste Maschen in die letzte Luftmasche. Das ist die erste und bei der ersten Masche setzen wir Maschenmarkierer auf. Dann häkeln wir noch 2 feste Maschen. Und bei der letzten dritten Masche setzen wir auch Maschenmarkierer auf. Insgesamt haben wir jetzt 3 feste Maschen. Bei der ersten Masche haben wir Markierer aufgesetzt und bei der zweiten. Jetzt häkeln wir 14 feste Maschen zurück. Das Endstück häkle ich mit rein. Also 14 Maschen zurückhäkeln. 14 Maschen habe ich jetzt gehäkelt. Wir machen jetzt eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln jetzt 14 feste Maschen zurück, also bis zu den Maschenmarkierer. Die erste Masche auslassen, bei der zweiten Masche anfangen und so häkeln wir 14 feste Maschen. Vierzehn Maschen sind jetzt gehäkelt. Ich bin bei der Rundung angekommen. Hier sind 3 Maschen, die wir verdoppeln müssen. Also aus 3 Maschen häkeln wir 6 Maschen raus. Da wo der ersten Maschenmarkierer nehmen wir den ab und häkeln die ersten 2 feste Maschen, also die erste Verdopplung. Und bei der ersten Masche setze ich wieder Maschenmarkierer auf. Dann kommt die zweite Masche. Dann wird die nächste Masche verdoppelt. Und die letzte Masche wird verdoppelt, da wo der Maschenmarkierer ist.
Und bei der letzten Masche setzen wir Maschenmarkierer wieder auf. Und dann häkle ich wieder 14 feste Maschen. Vierzehn feste Maschen sind jetzt gehäkelt. Das Teil sieht jetzt so aus. Wir machen wieder eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln wieder 14 feste Maschen bis zu den Maschenmarkierer. Also diese Anzahl, wo gerade ist, verändert sich nicht. Es verändert sich nur dieser halbe Kreis. Also wir häkeln weiter 14 festen Maschen bis zu den Maschenmarkierer. An den Maschenmarkierer angekommen, jetzt müssen wir jede zweite Masche verdoppeln. Nehmen den Maschenmarkierer ab und in die erste Masche mache ich nur eine feste Masche häkeln, setze gleich Maschenmarkierer auf und die nächste Masche wird verdoppelt. Dann wieder eine feste Masche und die nächste Masche wird verdoppelt. Eine feste Masche, die nächste Masche wird verdoppelt, also da wo Maschenmarkierer ist. Einmal und zweimal. Und bei der letzten Masche hier, da wo die Verdopplung war, setze ich Maschenmarkierer auf und häkle wieder 14 feste Maschen bis Ende dieser Reihe. Am Ende dieser Reihe angekommen, so sieht es aus. Machen wieder eine Luftmasche, wenden die Arbeit und häkeln wieder unsere feste Maschen bis zu den Maschenmarkierer. Bei der Rundung angekommen, hier müssen wir jede dritte Masche verdoppeln. Also Maschenmarkierer kommt ab. Ich häkle zuerst 2 einzelne Maschen, setze bei der ersten Masche wieder Maschenmarkierer auf. Die nächste Masche wird verdoppelt. Zwei einzelne Maschen und die nächste Masche wird verdoppelt. Und noch einmal 2 einzelne Maschen und die nächste Masche wird verdoppelt. Und bei der letzten Masche setze ich wieder Maschenmarkierer auf und häkle meine 14 festen Maschen bis Ende der Reihe. So sieht der Teil schon aus. Ich zeige noch eine Reihe, wie es gemacht wird. Luftmasche, Arbeit wenden und ich häkle bis zu den Maschenmarkierer meine 14 feste Maschen. Bei der Rundung angekommen, da wo der erste Maschenmarkierer ist. Und hier wird dann jede vierte Masche verdoppelt. Maschenmarkierer ab.
Ich häkle zuerst 3 feste Maschen, setze wieder bei der ersten Masche den Maschenmarkierer auf, zweite, die dritte und die vierte Masche wird verdoppelt. Wieder 3 einzelne Maschen. Und die nächste Masche wird verdoppelt. 3 einzelne Maschen. Und die nächste Masche wird verdoppelt. Und bei der letzten Masche setze ich wieder Maschenmarkierer auf. Und häkle wieder bis Ende dieser Reihe meine 14 feste Maschen. So sieht jetzt dieser Teil aus, da nur von einer Seite halber Kreis ist und von der anderen Seite eine gerade Seite ist. Ich hoffe, ich habe euch gut erklärt, dass ihr das auch verstehen könnt. Und wenn ihr zum Beispiel das Teil ein bisschen länger haben wollt, dann müsst ihr den Maschenanzahl, also von den Luftmaschen, mir machen. Und wenn ihr mehr in die Breite gehen wollt, dann müsst ihr mehr reinhäkeln. Und hier bei den halben Kreis ist im Prinzip das gleiche wie bei einem Kreis. Und man verdoppelt ja dann alle 5. Masche, alle 6. Masche, alle 7. Masche und so weiter. Und hier verändert sich nicht, wenn man sich hier auf dieser Seite befindet, macht man eine Luftmasche, wendet die Arbeit und häkelt man zurück. Und so entsteht so ein Teil, wo eine halber Kreis ist und eine gerade Seite ist. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Auf dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Falls ihr noch welche Fragen habt, gerne in Kommentaren fragen. Dann viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!